Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und wir gehen heute nochmal rein ins Glückstags-Event. Ja, es ist der zweite Tag angebrochen von 3. Und wir werden mal schauen, ob wir heute Glück haben am Glückstag. Ne? Ich muss sagen, das Event mittlerweile für mich eins der Events, was sich jetzt am meisten rauskristallisiert hat, ja, was ich am coolsten finde, was sich am meisten lohnt. Und ja, das am besten noch in Kombination mit Gold-Event. Scheppert natürlich am meisten, wenn man irgendwie 40 Mal am Glücksrad drehen kann. Und im Optimalfall, ja, öfter mal Gold bekommt und dann 75 Millionen jedes Mal, das scheppert schon ordentlich krass rein. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsevent ist oder welcher Kombinationsmix, ja, Cocktail da am besten für euch funktioniert und ja, kommt natürlich auch immer auf den Server ganz an, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Main schaue, da ist für mich eher uninteressant mittlerweile Gold-Event, weil ich schon mit der Stadtwache am Goldcap bin. Ja, uninteressant. Ich bin mit den Quests am Goldcap, uninteressant. Und ja, das Einzige, was interessant ist, was ordentlich reinscheppert, ist halt eben das Gold hier und das Gold hier. So, das sind die Sachen, ist okay. Aber ansonsten bin ich halt eher schon ein bisschen eingeschränkt. Sowieso, ja. Aber ja, beim Gold-Event ja, lohnt sich nicht ganz so krass. Wie gesagt, es sei denn in Kombination mit Glückstag und ja, Glücksrad lohnt sich auch doch schon ganz schön doll. Aber wie gesagt, bei den Quests ist man schon ganz schön benachteiligt, sag ich mal, ne? Ja, ansonsten Erfahrung. Lohnt sich für mich schon mehr, muss ich sagen. In den Quests zwar auch nicht mehr so viel, aber bei der Hydra, wenn das hier ja, ja, verdoppelt wird, sag ich mal, dann ist das schon ordentlich. Aber wie gesagt, es kommt auch immer auf den Server, auf die Gilde an, etc. pp. Wenn ihr jetzt auf einem Server seid, wo der relativ neu ist, dann lohnen sich vielleicht noch so diese Festungs-Events, so, dann bekommt ihr mehr Holz, mehr Steine und so. Das ist dann auch noch vielleicht ganz interessant. Für mich wieder interessant auf jeden Fall, hier ein bisschen was zu bekommen, ne? Aber dann doch eher im Vordergrund sowas wie, ja, weiß ich nicht, also sowas wie Kristalle sind auf jeden Fall, deswegen, wir quatschen gar nicht lange rum, wir gehen mal direkt rein, ja, und werden mal gucken, was wir hier so bekommen. Kristalle nehme ich gerne mit, Epics nehme ich gerne mit und ja, je nachdem, was halt mehr angeboten wird, nehmen wir denn. Steine haben wir en masse. Ich würde noch ein bisschen Holz bevorzugen, falls es sich anbietet. Aber ansonsten nehmen wir hier die Epics natürlich mit. Steine brauche ich jetzt nicht mehr. Und ja, Holz. Komm, nehmen wir mal Holz mit. Wir haben ja auch Holz-Event jetzt hier, ne? Oder ja, wir haben ja hier fast gefühlt jedes Event am Start. So, vielleicht haben wir Glück und bekommen eine Epic-Waffe. Sehr cool. Das ganze Zeug können wir dann wieder schön verzaubern, ja, so verändern, dass ich da den maximalen Kristallwert rausziehen kann beim Schmiedesimulator. Wir haben heute die Waffen am Start. Da werden wir mal ein bisschen was hier rein tun. So, und dann ja, mache ich einfach mal ein bisschen Platz hier. So, damit das Main-Inventar aufgeräumt ist. Ich habe auch gestern noch ein paar Sachen tatsächlich so verbessert, dass ich mehr Kristalle rausbekomme. Bei den Sachen, die keine Rüstwerte haben, da weiß ich jetzt mittlerweile schon, welches Item am meisten Kristalle bekommt. Ja, so geekmäßig bin ich schon unterwegs, dass ich dafür nicht mehr auf den Schmiedesimulator gucken muss. Bei allen anderen Sachen, da muss man halt immer nachschauen. Das variiert halt. Aber bei den Sachen jetzt zum Beispiel hier, können wir das Aussehen ändern. Wir merken uns die Kristalle, 3, 2, Aussehen ändern und dann ist es meistens immer das Item hier, das schwarze Loch, was am meisten bringt. Und wir gucken, 3,7, das ist so das Maximale, was ich an Kristalle bekommen kann momentan für diese Items. Ja, und dann wird das Ding hier auch zerlegt. Ich habe gestern hier ein paar Sachen aufgeräumt. Ich hatte hier ein paar Items drin gehabt. Ich achte mal darauf, dass ich noch ein paar Epics habe für die Quest. Falls ich mal ja, in Not gerate und keinen Epic am Mann habe, dann kann ich das immer von meinem Mannequin nehmen. Ansonsten ja, zerlegen wir das Ganze natürlich immer. So. Bisher haben wir noch kein Vierer gehabt hier. Mal gucken, ob sich das noch ändern wird. Okay, wir haben schon mal 3. Jetzt kommt ja, ein Vierer oder ein Fünfer. Mal schauen.
Oder es bleibt auf 3. Ja, man muss auch mal ein bisschen vielleicht auch die Erwartungen runterschrauben. Ja, wäre ja mal zu viel erwartet, ein bisschen mehr zu bekommen hier. Doch, ein Vierer hatten wir gehabt, da hatten wir ja eine Epic-Waffe rausgezogen. Wir nehmen mal hier den Epic-Beutel mit. Okay. So, aber ansonsten von den 20 Würfen hier bisher eher mager die Ausbeute. Selbst die Ressourcen gönnen heute nicht so richtig. Jawohl. So, letzter Wurf. Mal gucken. Ja, läuft nicht ganz so gut. Vielleicht wenigstens noch ein Epic zum Schluss. Nö. Okay, alles klar. Da haben wir jetzt leider nicht unseren Profit rausziehen können. Jetzt haben wir nur noch das Glücksrad vor uns hier. Ja, und hier können wir natürlich einiges erhaschen. Pilze nicht so interessant, Erfahrung auch nicht so, weil es leider kein Erfahrungsevent. Gold ist zwar cool, aber ist halt auch kein Gold-Event, das heißt, es gibt nur 15 Millionen. Ja, Holz, gut, damit kann man was anfangen, Seelen eher nicht so, Früchte auch nicht so interessant. Also am meisten würde mich hier die Kristalle, ja, und Holz vielleicht so ein bisschen interessieren. Ja, die anderen Sachen sind leider nicht im Event so richtig. Aber wir haben schon ein bisschen Holz machen können. Mal gucken. Wir warten mal einfach ab, was wir noch so bekommen hier. Okay, sehr viel Erfahrung hintereinander. Ja, so viele Kristalle gibt es tatsächlich auch gar nicht hier, obwohl es gerade Event ist. Aber alleine der Fakt, dass man hier 40 Mal am Rad drehen kann, das bringt einen schon ordentlich voran, sag ich mal. Ne? Vor allen Dingen das Ding hier auch, dass man auch die kleine und die große Erfahrung erwischen kann. Das ist natürlich auch ziemlich ausschlaggebend. So, 10 Spins haben wir noch. Ja, Holz scheppert ordentlich. Da können wir einiges vertragen von. So, mal gucken, was wir noch bekommen. Nochmal ein bisschen Gold, okay. Und nochmal eine Frucht, alles klar. Ja, moin, da haben wir das hier fast zur Hälfte wieder aufgefüllt hier. Ein bisschen hatten wir ja gehabt. Und ja. Ja, es geht immer besser, ne? Man muss ja nicht immer das Maximum rausholen hier. So, in den Kessel damit, ab in den Kessel. Und ja, das Inventar hier schon wieder voll. Ja, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch läuft, momentan beim Event. Also man macht trotzdem eine Menge Stat-Punkte, auch wenn es kein Gold-Event ist, alleine ja durch das Rad auch. Und da ist schon einiges rauszuholen. Ich hatte gestern einen Try gehabt gegen Hades. Da hatte ich ihn tatsächlich ja so bis hierhin gehauen, so auf jeden Fall über die Hälfte, deutlich über die Hälfte, ich sag mal so fast ein Dreiviertel abgezogen. Trotzdem werde ich hier jetzt keine weiteren Tries reinsetzen in den Gegner, lohnt sich jetzt meines Erachtens nicht so. Ist auch, glaube ich, eher weniger machbar. So, was wir machen können, ist hier nochmal opfern, das mache ich täglich für das Achievement. Da wird noch einiges, ja, erforderlich sein, bis wir hier das Achievement auch bekommen. Denn es geht sehr, sehr langsam voran und ja, deswegen ist das, glaube ich, auch eher ein Langzeitprojekt. Ich könnte es natürlich verschnellern, dann würde das Ganze, ja, weiß ich nicht, dann habe ich es in ein paar Tagen fertig, so, dann habe ich auch das Achievement, aber mich hetzt ja auch keiner so, ne, das ist ja das Ding. Das werden wir ganz langsam und safe runterspielen. Novem Quadragintillion. Ich glaube, wir sind ja jetzt bei Septen Quadragintillion. Ich glaube, dazwischen kommt noch irgendeine Gintillionste Zahl. Und ich glaube, danach, wenn wir die dann auch noch fertig haben, ich glaube, dann kommt die Novem Quadragintillion. So, ich glaube, ich habe mir sogar jetzt einigermaßen die Zahl gemerkt. Aber ihr seht schon, ich habe schon ein paar Mal geopfert und ich bin hier noch nicht mal auf 100. Septen Quadrantil, ne? Ihr wisst Bescheid. Diese Zahlen, ja. Und ja, deswegen wird das dementsprechend auch noch ein bisschen länger dauern, bis wir hier den Arena Manager mehr oder weniger durchgespielt haben, ja. Wenn der Endbildschirm am Start ist, dann können wir halt hier nichts mehr resetten, nichts mehr zurücksetzen. Dann ist finito vorbei. Dann haben wir ihn wirklich durchgespielt. Dann ist nur noch der Endscreen hier zu sehen und das war's dann. Und ja, ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite, man nutzt ihn ja halt eh nicht mehr so, ne? Also von daher auch wirklich halb so wild. So, ansonsten, wir stehen auf Platz 3. Wir können mal gucken. Mal einen Fight machen gegen Platz 1. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht hier. Ja, von den Stat-Punkten her werden wir immer besser.
Okay, haben sogar gewonnen. Sehr nice. 1,6 Millionen auch hier dadurch davon getragen hier. Und einen schönen Bronzestern hier. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, von den Statpunkten her werde ich auf meinem Server halt immer Stück für Stück besser werden. Jetzt ist das Ding wieder verrutscht hier, keine Ahnung. Ich bin so oft auf Platz 4, ich weiß nicht, was die mit Platz 4 haben, obwohl ich eigentlich auf Platz 3 bin oder so. Ja, weiß ich nicht. Das resettet immer übelst langsam. Keine Ahnung, ich glaube, das ist aber nicht nur auf meinem Server so, das ist auf vielen Servern so. Und ja, ich denke mal, das war's soweit. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird auf dem Server, wenn ich mich hier auch neu equipped habe. Dann ja, sieht das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich bin gespannt, was das wird. Ansonsten, ja, jetzt bin ich in der Rangliste Rang 3, jetzt bin ich hier wieder Rang 4. Ja, moin. Also, naja, keine Ahnung. Ja, okay. Alles klar, jetzt hat das alles seine Richtigkeit, aber das wechselt sowieso jede paar Minuten auf den verkehrten Platz durch irgendwie. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.